Hallo und willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Beim Armagnac denken viele an das elegante Bass-Armagnac, aber heute gehen wir dahin, wo es weh tut. Ins Teneresse. Ein Armagnac von La Bâtisse, 2001 destilliert, 23 Jahre im Fass gereift. Ein Armagnac, welcher mit 56,7% Volumenalkohol abgefüllt wurde. Wir finden heute heraus, brennt das Ding einfach nur oder ist das vielleicht Weltklasse im Glas? Wahrheit im Glas-Modus an. Teneresse bedeutet Lehmboden in Kombination mit Sand oder Kalkstein. Das gibt den Bränden eine Struktur, die Zeit braucht. 23 Jahre sind hier genau der Sweet Spot. Wir haben bei dem Armagnac einen Mix aus Ugni Blanc und Colombard-Trauben und aufgrund des extrem hohen Alkoholanteils bedeutet das, dass der Armagnac in einem knochentrockenen Keller reifen durfte. Das Wasser ist abgehauen, der Alkohol ist geblieben. Maximale Konzentration. Es ist heute auch ein Armagnac wieder mal von dem unabhängigen Abfüller L'Incantada. Wenn wir hier den Blick auf die Flasche werfen, ihr erkennt sofort das übliche Design in dem orangenen Stil von L'Incantada. Und falls ihr meine Videotour zu L'Incantada noch nicht gesehen haben solltet, ich blende euch den Link hier oben einmal ein. Dort könnt ihr direkt mal euch anschauen, wie es bei L'Incantada aussieht, wie Vincent sein ganzes Fassmanagement handhabt dort. Und natürlich schauen wir auch noch ganz kurz auf die Hardfacts der Abfüllung. Ja, es ist wie gesagt der Armagnac heute von La Bâtisse. 2001 wurde er destilliert und ich habe mir dann eben von dem Armagnac auch ein Pröbchen mit, welches dann direkt aus dem Fass kam. Das war letztes Jahr 2025. Somit ist er 23 Jahre alt. Von L'Incantada, eine Einzelfassabfüllung natürlich. Es ist die Fassnummer 1. Ugni Blanc und Colombard hier im Mix, die Traubensorten. Es ist, wie gesagt, vermutlich ein trockener Keller, in welchem dieser Armagnac die meiste Zeit reifen durfte. Natürlich sind keine Zusätze drin. 50 cl ist dann die Flaschengröße, in welcher man diesen Armagnac erwerben kann. Und wir haben den Preis von 110 € ungefähr für eine Flasche von diesem 56,7% starken Armagnac. Ab ins Tasting. Und auch dieses Review starten wir natürlich klassisch mit dem Blick einmal auf die Farbe. Und Farbe, es ist ein tiefer Bernsteinton, also sprich, wir haben hier Fassreifung, wir haben hier aber natürlich auch jetzt nicht einen so intensiven Farbton nach über 23 Jahren, dass jetzt hier quasi die Fruchtaromen wahrscheinlich komplett weg sind. Das schauen wir uns einfach jetzt mal an. Wir starten mal mit dem ersten Riechen. Ja, und wichtig ist, falls ihr euch jetzt dafür entscheiden solltet, diesen Armagnac zu kaufen und ihr ihn einschenkt, gebt ihm etwas Zeit. Er braucht ein bisschen den Kontakt mit dem Sauerstoff. Es ist das erste Mal riechen, ist dann schon so ein bisschen eine gewisse Mentholnote da, aber die verfliegt nach einer Weile. Auch wenn man eine Weile dran riecht, ist diese Mentholnote fast nicht mehr vorhanden. Sie geht dann zurück. Und die Fruchtigkeit hat richtig Platz und Raum, sich hier zu entfalten. Und ja, er hat eine wahnsinnige Fruchtigkeit, dieser Armagnac. Richtig schön. Es ist eine Aprikose, auch so eine gewisse Mangonote drin. Also eine richtig schöne, hellfruchtige Note, die jetzt hier einem entgegenkommt. Und ich habe sogar ganz leicht entfernt sogar so ein bisschen Cognac-Assoziation jetzt bei diesem Armagnac hier in der Nase. Also schon sehr besonders. Und ich finde sogar für einen Teneresse sind es so ein bisschen, andere Aromen, wie ich jetzt eigentlich gewöhnt bin. Es ist auch so eine gewisse Floralität spürbar für mich. Jetzt nicht wirklich dominant, aber so eine leichte Hibiskusnote im Hintergrund. Schön. Also ist mal ein bisschen was anderes an Teneresse, was man so gewohnt ist, aber mir gefällt es unglaublich gut. Ja, und jetzt kommt auch richtig schön noch der Karamell raus. Boah, toll. Ja, wunderschön. Also wenn sich die Nase mal gewöhnt hat an diese etwas höheren Alkoholanteil, dann ist es wirklich eine richtig schöne Fruchtbombe hier in der Nase. Und die wollen wir natürlich jetzt auch mal verkosten. So ein Tee. Wow, ja. Also der Armagnac hat definitiv Kraft, ja, aber sie überfordert eigentlich. Und das ist das Interessante, dass trotz des hohen Alkoholanteils, dass er es irgendwie hinbekommt, nicht zu intensiv zu sein, nicht zu sehr zu brennen vielleicht auch. Er kriegt es hin, in Verbindung mit dieser gewissen Intensität, dass er die Fruchtigkeit wieder hier super schön rausbringt, aber auch ein bisschen was vom Fass ist schon da,
Fruchtigkeit wäre für mich jetzt hier so an der Stelle ein bisschen was getrocknete Aprikosen, ein bisschen getrocknete Feigen und es ist einfach so eine richtig schöne Pfefferwürzigkeit, die dazu kommt. Dazu gesellen sich ein bisschen was an Nelken und vielleicht noch so eine schöne Mandelnote drin. Also geschmacklich ist es für mich schon wieder eher ein bisschen Teneress, wie jetzt in der Nase. Aber ich finde ihn einfach wirklich richtig schön, diesen Armagnac. Und auch im Abgang hat er richtig tolle Karamellnoten nochmal drin. Hier kommt nochmal für mich ein bisschen was, ja, so eine getrocknete Mango, vielleicht sogar auch eine getrocknete Papaya an der Stelle. Und ja, diese Holzwürzigkeit steigt empor und in Verbindung mit dieser, ja, doch sehr intensiven Karamellnote hier im Finish ist es für mich noch so ein bisschen was vom Pfeffer, der übrig bleibt vom Geschmack. Und der Abgang ist sehr lang. Der Armagnac ist immer noch hier. Natürlich bei dem hohen Alkoholanteil erwarte ich mir auch einen recht langen Abgang. Und das liefert er aber auch. Also ja, und ja, sogar hinten raus noch so eine ganz leichte Tabaknote vielleicht. Spannend, also super interessant. Also für das Alter ein, ja, Potpourri an verschiedenen Aromen. Wirklich wahnsinnig komplex dieser Armagnac. Eine tolle Vielfalt und dieses Wechselspiel. Man hat zuerst diese leichte Mentholnote, dann kommt die intensive Fruchtigkeit und dann kommt dieses super schöne Karamell, die Fasswürzigkeit kommt dazu und dadurch ist es einfach ein sehr interessanter und facettenreicher Armagnac, den man hier bekommt. Und trotz, dass es jetzt irgendwo für mich ein einfacher Armagnac zu trinken ist, obwohl er einen recht hohen Alkoholanteil hat, hat er eben diese wahnsinnige Komplexität drin und der Alkohol ist für mich auch, muss ich sagen, super eingebunden. Schauen wir am Ende auf die Punkte. Wir haben hier für die Nase 23 Punkte, für den Geschmack, was persönlich für mich so das kleine Highlight war bei diesem Armagnac. An sich ist der Armagnac ein Highlight, aber der Geschmack sticht für mich immer so ein bisschen hervor mit 24 Punkten. Fand ihn auch sogar, ja, leicht süffig, trotz des hohen Alkoholanteils. 23 gebe ich ihm auch nochmal für den Abgang und weil ich ihn einfach preislich unglaublich toll finde, es ist ein wirklich super fairer Preis, gebe ich ihm auch nochmal 24 für den Gesamteindruck und somit haben wir am Ende 94 satte Punkte für diesen wunderschönen Armagnac hier von L'Incantada von La Bâtisse. Ja, natürlich, sofern ihr mal die Möglichkeit habt, dieses Fass mal zu probieren, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein, wie er euch gefallen hat oder habt ihr mal irgendwas anderes von L'Incantada bereits probieren können. L'Incantada hat ja so viele verschiedene Armagnac. Schreibt es mal gerne rein, was eure Lieblingsdomain vielleicht auch ist. Oder vielleicht habt ihr auch 2 verschiedene Lieblingsdomänen. Schreibt es gerne rein. Und ja, vielleicht komme ich mir noch irgendwie an ein anderes Sample ran. Von L'Incantada aber wird immer wieder mal was hier auf meinem Kanal erscheinen. Das ist einfach, ja, ich habe eine tolle Zusammenarbeit mit Vincent. Er versorgt mich mit Samples. Ich bin glücklich, er ist glücklich, wenn er mal ein Review bekommt. Und somit ist es alles ein tolles Zusammenspiel hier. Ja, schaut da gerne mal bei L'Incantada direkt auf der Website vorbei oder schreibt Vincent eine E-Mail, solltet ihr eben Interesse haben an diesem Armagnac. Und somit sind wir leider schon wieder auch am Ende angekommen von dem heutigen Review. Ich hoffe natürlich sehr, es hat euch gefallen und nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns spätestens beim nächsten Review wieder. Macht's gut, cheers!